täglichen Bankgeschäfte, die mache ich hier über die App. Und für die Beratung, naja, da gehe ich auch mal in die Filiale. Aber was, wenn es gar keine Filiale gibt, wie zum Beispiel hier auf dem Land bei Brilon, im Umkreis von 60 Kilometern, keine Filiale. Und heute, da begleiten wir einen Berater, der das seit 2017 schon so macht, ohne Filiale. Der geht raus und besucht die Kundinnen zu Hause. Das hier ist mein mobiles Büro, also alles, was ich letztendlich brauche, habe ich hier drin. Also in dem Falle ist das ein Drucker, ist das iPad, mein iPhone, dann die Unterlagen für die Kundengespräche und natürlich auch ganz wichtig sind immer Ersatzpatronen für den Drucker. Denn es ist dann auch mal durchaus möglich, dass der eine oder andere Druck dann unterbrochen wird, weil die Patrone leer ist und dann hört der Drucker auch auf zu drucken. Nur dann habe ich ein Problem. Und insofern muss man das immer grundsätzlich dabei haben. Aber das letztendlich reicht völlig aus, um die ganze Bank mobil unterwegs zu haben. Und da fährst du jeden Tag 2 Stunden mit dem Bus von Brilon hierher und zurück. So ist es, genau. Wieso nimmst du nicht das Auto? Ja, das hat mehrere Gründe. Erstens bin ich leidenschaftlicher Bus- und Bahnfahrer. Des anderen halte ich es auch für ganz wichtig in Bezug auf Umweltschutz, also Thema Nachhaltigkeit, auch entsprechend den ÖPNV zu nutzen. Denn schließlich biete ich meinen Kunden ja auch nachhaltige Investmentanlagen an und da kann ich schlecht nicht so entsprechend nach leben. Und darum halte ich das auch für ganz wichtig. Hallo! Du fährst jetzt seit 4,5 Jahren mit dem Bus jeden Tag hin und her. Was war denn jetzt die größte Herausforderung bei dir, als die Filiale geschlossen wurde, für dich persönlich? Einmal mit den mobilen Endgeräten klarzukommen, das heißt digital unterwegs zu sein und zum anderen auch die Kundenzufriedenheit weiterhin so zu fördern, dass nicht nach 2-3 Monaten mit einmal der Absprung da ist. Das war mir eine ganz, ganz wichtige Herzensangelegenheit und auch eigentlich für mich das Wichtigste, was ich als Ziel erreichen wollte. Wahrscheinlich kennst du auch noch die meisten Leute hier. Ja, kann man so sagen. Also nicht alle, aber die meisten, möchte ich sagen, kenne ich. Diese Verbundenheit, die du mit den Leuten hast, wie wichtig ist es für dich und noch viel wichtiger, wie wichtig ist es für den Kunden, dass sie zu ihrem Berater so eine Verbindung haben? Es ist schon von bedeutsam, denn letztendlich leben wir hier gemeinsam, wir fühlen uns hier gemeinsam wohl und tauschen auch dahingehend vieles aus, was jetzt hier gerade die ganze Region betrifft. Und es ist eine gewisse Vertrautheit, die damit auch verbunden ist. Denn Vertrauen ist die Grundlage für alles. Wenn wir uns nicht untereinander vertrauen, kann es nicht funktionieren. Und da möchte man ja auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Und das ist ja auch ganz wichtig dabei. Und es passiert hier relativ viel, ja? Nö, eigentlich ist das jetzt mal eine Ausnahme gewesen. Aber hier war unsere Filiale damals gewesen bis 2017, bevor halt geschlossen wurde. Ja. 52 Jahre übrigens in Brilon. Hier der Standort war von 1995 bis 2017. Ne? War ja auch dann 10, 20, 22 Jahre. Ne? Ja. Man sieht, du bist bekannt. Ja, aber so ist es. Wie ist das jetzt im Gefühl? Früher sind die Leute zu dir gekommen, heute sitzt du, ich sag mal salopp, im Wohnzimmer bei den Leuten. Richtig, genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Schwer zu beschreiben, am besten selbst mal erleben. Ich bin so. Schönen guten Tag, Herr Schilling. Grüßen Sie. Nach 15 Uhr. Ja, genau. Da müssen wir noch ein Momentchen warten in dem Falle. Ja? Hallo, Tachchen. Grüße Sie. Also, ja, gucken, was da unten los ist. Ich Ja. habe eine Adresse rausgesucht, nach Wisselbrunn. Da bin ich 1960 mal gewesen. Ui. Der Herr Muttke, der betreut Sie ja jetzt seit über 4 Jahren auch hier zu Hause. Wie ist denn das für Sie? Etwas ungewöhnlich, aber doch an sich sehr gut. Wir haben einen guten Kontakt zu ihm oder gutes Verhältnis. Wir besuchen ihn auch schon mal in der Bank. Und der Vorteil, dass er hier im Wohnzimmer ist? Ach ja, wir können über vieles sprechen, brauchen auf nichts zu achten. Es hört niemand zu, der falsche Schlüsse daraus ziehen konnte, worüber sich man unterhält. Das ist eine ganz andere Kommunikation als vorher. Also persönlicher Eindruck, du hast ja eine irre Bindung hier und ein Wahnsinnswissen. Oh, vielen Dank. Ja. Wo kriegt man das alles her? Ich sag mal, das ist der Erfahrungsschatz von 30 Jahren Deutsche Bank.
Und es ist auch ganz wichtig, gerade wenn man jetzt so ohne Filiale am Markt unterwegs ist, dass man eben auch in allen Themengebieten weiter fit bleibt und breit aufgestellt ist. Haben wir noch einen Termin heute? Ja, wir haben noch einen Termin und diesmal in einem Unternehmen. Und mit Björn bin ich jetzt beim zweiten Kundenbesuch heute. Wir sind bei Johannes. Sag mal, Johannes, was passiert eigentlich, wenn der Björn nicht mehr vorbeikommen würde? Oh Gott. Also dann würde all das verloren gehen, an was ich noch im Bankentum glaube, nämlich dass dort auch Menschen arbeiten können. Und der Björn verkörpert das. Ist aber auch gut, wenn die Beratung doch hier zu dir ins Haus kommt, oder? Absolut. Also das ist gerade ein Top-Service. Ich arbeite viel, ich arbeite lang. Ihr erwischt mich ja jetzt auch hier bei mir im Arbeitsplatz, im Konferenzraum. Und ich bin dem Björn dankbar, dass er auf dem Rückweg von Paderborn noch immer schnell einen Zwischenstopp macht. Und hin und wieder klappt es auch mal, dass wir das Ganze bei einem Weizenbier besprechen. Was müsste ein Nachfolger denn mitbringen? Was ist für dich wichtig? Ich glaube nicht daran, was ein Nachfolger mitbringen muss, sondern dass der Björn einen Nachfolger mitbringen muss, damit ich die Möglichkeit habe, ihn kennenzulernen, um das gleiche Vertrauen zu entwickeln, was ich heute dem Björn gegenüberbringe. Das war Tobias und Franz Josef. Ja, ist so. Morgen fragen die mich, was war denn bei dir los? Das fragen die mich morgen, war jetzt schon. Auch gute Kunden unseres Hauses. Björn, vielen Dank, dass wir heute mit dir einen Tag hier verbringen durften, beim Kunden im Wohnzimmer. Aber Hand aufs Herz, wie sieht es mit deiner Work-Life-Balance aus? Viel Sport, vor allen Dingen in der Natur. Ich bin ein großer Naturliebhaber, genieße das dann auch in der schönen Region, in der wir leben, dann unterwegs auch zu sein. Vor allen Dingen mit dem Fahrrad, weil ich ein großer Fahrradfan bin. Und da hole ich mir einen schönen Ausgleich. Aber auch jeweils am Abend bin ich auch zufrieden, wenn der Tag gut verlaufen ist. Mich freut das so freundschaftliche Kontakte zu haben. Und das ist auch etwas, wo ich dann auch sagen kann, es war ein schöner, erfolgreicher Tag, der mir enorm Spaß macht. Dankeschön. Also mich hat das heute richtig getoucht. Wie seht ihr so ein Modell? Wie seht ihr das? Kann das in der Zukunft funktionieren? Auch ohne Filiale, Beratung zu Hause? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf.